3 Menschen, 3 Schicksale und 3 Verbrechen, die selbst die Polizei bis heute nicht loslassen. Ein Mann, der kurz vor seinem Tod ein mysteriöses Wort notierte. Ein Junge, der mitten am Tag grausam ermordet wird, und ein Täter, der spurlos verschwindet. Und dann eine junge Frau, die eine Woche lang aus der Gewalt ihres Entführers anruft, bevor sie für immer verstummt. Das sind die 3 krassesten, ungelösten Fälle aus Aktenzeichen XY, welche wir in diesem Video genauer anschauen werden. Also, bleibt dran. Fall 1. Der Jokce-Fall. Das Ende eines jahrzehntelangen Rätsels. Wir beginnen mit einem der bizarrsten Kriminalfälle, die Deutschland je gesehen hat. Ein Fall, der so seltsam war, dass er sich über 40 Jahre lang wie das Drehbuch zu einem surrealen Film anfühlte. Es ist der Fall des Günther Stoll, besser bekannt als der Jokce-Fall. Im Jahr 1984 ist Günther Stoll ein 34-jähriger Lebensmitteltechniker aus dem Siegerland. Er führt ein eher unauffälliges Leben, doch in den Wochen vor seinem Tod wird er zunehmend paranoid. Immer wieder spricht er seiner Frau gegenüber von denen, die ihn angeblich verfolgen und ihm etwas antun wollten. Wer diese denen sein sollen, kann er nicht erklären, aber seine Angst ist für ihn absolut real. Am Abend des 25. Oktober 1984 spitzt sich seine Paranoia dramatisch zu. Stoll sitzt in seinem Sessel, als er plötzlich aufspringt und ruft: „Jetzt geht mir ein Licht auf." Er kritzelt hastig die Buchstabenfolge YOGTZE auf einen Zettel, nur um sie sofort wieder durchzustreichen. Seine Frau kann sich darauf keinen Reim machen. Kurz darauf verlässt er das Haus und fährt in seine Stammkneipe. Er bestellt ein Bier, doch noch bevor er einen Schluck nehmen kann, kippt er vom Hocker. Er verletzte sich im Gesicht, ist aber kaum alkoholisiert. Den Gästen, die ihm aufhelfen, erklärte er nur, er sei plötzlich weg gewesen. Dann verlässt er die Kneipe. Was in den nächsten Stunden passiert, war lange ein schwarzes Loch in der Chronik des Falles. Gegen 1 Uhr nachts taucht er bei einer alten Bekannten auf und prophezeit ihr, dass in dieser Nacht noch etwas Schreckliches geschehen werde. Die Frau schickt ihn weg. 2 Stunden später, gegen 3 Uhr morgens, entdecken 2 LKW-Fahrer seinen VW Golf auf der A45 bei Hagen in einem Graben. Im Wagen sitzt der nackte, tödlich verletzte Günther Stoll. Er lebt noch und flüstert den LKW-Fahrern, dass 4 Männer ihn verprügelt hätten und dann weggelaufen seien, bevor er im Krankenwagen stirbt. Die Ermittlungen machten den Fall nur noch mysteriöser. Ein erstes Gutachten deutete darauf hin, dass Stolls Verletzungen nicht vom Unfall im Graben stammen. Die Theorie: Stoll wurde an einem anderen Ort überfahren, in sein eigenes Auto gesetzt und der Unfall nur inszeniert. Der Fall wurde im April 1985 bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt, doch das Rätsel um die 4 Männer und die Bedeutung von Jokce blieb ungelöst. Doch im April 2025, nach über 40 Jahren, die große Wende. Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten den Fall für gelöst. Neue Gutachten kamen zu dem Schluss, dass es sich um einen tragischen, selbstverschuldeten Verkehrsunfall ohne Fremdeinwirkung gehandelt hat. Günther Stoll befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und hatte auf der Autobahn einen Alleinunfall. Die Geschichte von den 4 Männern war wohl Teil seiner Wahnvorstellung. Das Wort Jokce bleibt zwar bis heute ohne Bedeutung, gilt aber für den eigentlichen Todeshergang als nicht relevant. Aus einem der größten deutschen Kriminalrätsel wurde die tragische Geschichte eines Mannes, der in seiner eigenen Welt gefangen war. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt einmal Jokce in die Kommentare und abonniert für mehr. Fall 2. Der Mord an Tristan Brübach. Das Phantom im Tunnel. Während der Jokce-Fall nach Jahrzehnten eine überraschende Aufklärung fand, kommen wir nun zu einem Fall, der nicht nur mysteriös bleibt, sondern auch von einer fast unvorstellbaren Brutalität geprägt ist. Es ist der bis heute ungeklärte Mord an dem 13-jährigen Tristan Brübach. Wir sind in Frankfurt Höchst am 26. März 1998.
Tristan, der nach dem frühen Tod seiner Mutter allein bei seinem Vater aufwächst, geht an diesem Tag wie immer zur Schule. Gegen 15:20 Uhr wird er das letzte Mal lebend gesehen, nachdenklich auf einer Bank am Bahnhof Frankfurt-Höchst sitzend. Was danach geschieht, lässt selbst erfahrenen Ermittlern das Blut in den Adern gefrieren. Gegen 17 Uhr entdecken 3 Jugendliche, die eine Abkürzung durch einen Betontunnel nehmen, in dem der Liederbach fließt, eine Leiche. Es ist Tristan. Der Junge wurde bewusstlos geschlagen, gewürgt und dann mit einem präzisen Schnitt in den Hals getötet. Aber der Täter hat nicht einfach nur gemordet. Er hat den Leichnam auf eine Weise geschändet, die auf ein tief gestörtes, sadistisches Motiv schließen lässt. Er entfernte Muskelfleisch aus den Oberschenkeln und dem Gefäß sowie die Hoden des Jungen und nahm diese Teile mit. Es wirkt wie eine perverse Jagd nach Trophäen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, aber der Täter scheint ein Phantom zu sein. Am Tatort gibt es kaum verwertbare Spuren. Auf Basis der Aussage eines 12-jährigen Mädchens wird ein Phantombild erstellt. Sie hatte kurz nach der Tat einen Mann mit Zopf und einer Narbe an der Oberlippe aus einem Gebüsch nahe des Tunnels kommen sehen. Trotz einer weltweiten Fahndung führt das Bild zu keinem Ergebnis. Der Fall ist voller bizarrer Spuren, die ins Leere führen. Tristans Rucksack verschwindet vom Tatort und taucht erst ein Jahr später wieder auf, beschwert mit einem Stein in einem Waldstück rund 25 Kilometer entfernt. Aus dem Rucksack fehlt Tristans Schulatlas. Warum? Noch seltsamer ist ein Anruf bei der Polizei, kurz nach dem ersten Jahrestag des Mordes. Ein Mann meldete sich, spricht mit gebrochenem Deutsch und behauptet, er sei Tristans Mörder. Er fordert die Polizei auf, zum Bahnhof zu kommen und legt auf. Hier das Telefonat. Polizei? Hier ist Christian Mörder. Wie bitte? Christian Mörder ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Höchst Bahnhof. Am Bahnhof? Ja. Nach umgebracht. Sie haben ihn umgebracht? Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 1,80. 1,80. Haare? Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurz? Lange. Lange Haare. Nehmen Sie mich fest. Die Polizei findet niemanden. Der Mord an Tristan Brübach bleibt einer der kältesten und grausamsten Cold Cases in Deutschland. Ein Verbrechen, begangen am helligsten Tag von einem Täter, der spurlos verschwand und ein Trauma in der ganzen Region hinterließ. Fall 3. Frauke Liebs. Die Anrufe aus der Gefangenschaft. Ein Phantom, das nie gefasst wurde. Unser dritter Fall wiederum ist so mysteriös, nicht wegen eines einzigen brutalen Moments, sondern wegen einer ganzen Woche voller verstörender Lebenszeichen, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Es ist die Geschichte von Frauke Liebs. Paderborn, 20. Juni 2006. Deutschland ist mitten im Sommermärchen der Fußball-WM. Die Stimmung ist ausgelassen. Die 21-jährige Krankenpflegeschülerin Frauke Liebs, bekannt als absolut zuverlässig und lebensfroh, schaut an diesem Abend mit Freunden in einem Irish Pub das Spiel England gegen Schweden. Gegen 23 Uhr verabschiedet sie sich, um den kurzen Weg nach Hause zu gehen. Doch dort kommt sie nie an. Ihre Familie ist sofort alarmiert. Um 0:49 Uhr erhält ihr Mitbewohner eine SMS von Fraukes Handy. Komme später. Bis später. Was erst beruhigend klingt, wird schnell zum ersten Rätsel. Die Polizei findet nämlich heraus, dass die SMS nicht aus Paderborn, sondern aus der Nähe von Nieheim gesendet wurde. Fast 40 Kilometer entfernt. Was dann folgt, ist eine Woche voller Angst, Hoffnung und totaler Verwirrung. Frauke ruft mehrfach an, meistens abends, immer nur für wenige Augenblicke. Die Anrufe kommen aus verschiedenen Industriegebieten rund um Paderborn. Am Telefon klingt ihre Stimme müde und gestresst. Sie sagt Dinge wie:
Mir geht es gut, ich komme bald nach Hause. Auf die Frage, wo sie ist oder ob sie festgehalten wird, antwortet sie ausweichend. Ihre Familie ist verzweifelt. Wird sie zu den Anrufen gezwungen? Ist der Täter die ganze Zeit bei ihr? Es wirkt wie ein perfides Spiel. Bei einem der letzten Anrufe am 27. Juni ist auch ihre Schwester am Apparat. Sie fragt Frauke direkt, ob sie gegen ihren Willen festgehalten wird. Frauke haucht erst ein leises Ja, um es sofort mit einem lauten Nein zu korrigieren. Es ist ihr letztes Lebenszeichen. Danach bleibt das Handy stumm. Monate später, am 4. Oktober 2006, findet ein Jäger in einem Wald bei Lichtenau eine skelettierte Leiche. Es ist Frauke Liebs. Die genaue Todesursache kann nicht mehr festgestellt werden. Ihr Handy, ihre Uhr und ihre Handtasche fehlen bis heute. Der Fall, der ebenfalls bei Aktenzeichen XY für großes Aufsehen sorgte, ist ein psychologisches Labyrinth. Warum ließ der Entführer sein Opfer eine Woche lang telefonieren? Wollte er die Ermittler täuschen? Oder gab es für Frauke eine Chance zu entkommen, die sie nicht nutzen konnte? Über die Jahre wurden Verdächtige überprüft, aber ein Tatnachweis konnte nie erbracht werden. Der Mörder von Frauke Liebs ist bis heute ein Unbekannter. Diese 3 Fälle zeigen die dunkelsten Abgründe menschlichen Leids und die Grenzen polizeilicher Arbeit. 2 von ihnen sind Wunden in der deutschen Kriminalgeschichte, die nicht heilen, weil die wichtigste Frage unbeantwortet bleibt. Warum? Was glaubt ihr? War der Jokze-Fall wirklich nur ein selbstverschuldeter Verkehrsunfall? Wer ist das Phantom, welches Tristan Brübach ermordete? Und wer war der Entführer und Mörder von Frauke Liebs? Wenn ihr noch mehr solcher Fälle sehen wollt, schreibt in die Kommentare, welche ich mir genauer anschauen soll. Und abonniert, um nichts mehr zu verpassen.